Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selmas Recipes. In dieser Folge zeige ich euch ein Rezept für einen schnellen Pflaumenkuchen mit Rührteig und leckeren Haselnuss-Zimtstreuseln. Als erstes bereite ich die Streusel zu. Dafür nehme ich 60 Gramm Mehl, 75 Gramm Zucker, 50 Gramm gemahlene Haselnüsse, einen halben Teelöffel Zimt und 75 Gramm weiche Butter. Die Zutaten mische ich nun mit einem Schneebesen, bis eine krümelige Masse entsteht, und stelle die Streusel erst einmal in den Kühlschrank. Als nächstes entkerne ich die etwa 700 Gramm Pflaumen bzw. Zwetschgen. Und zwar geht das am einfachsten so, wie ich es in einem Video von Silvia Valerian Kraft gesehen habe. Zuerst schneidet man die Pflaume längs bis etwa zur Hälfte ein. Den zweiten Schnitt setzt man nun im 90° Winkel wieder etwa in der Mitte der Pflaume an und schneidet diesmal über die Spitze der Pflaume hinweg bis zum anderen Ende durch. Auf diese Weise erhält man große und hübsch gezackte Pflaumenstücke. Bevor ich gleich den Rührteig herstelle, lege ich schon mal den Boden meiner 26 cm Springform mit Backpapier aus und heize den Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vor. Nachdem dann alles andere vorbereitet ist, bereite ich den Rührteig zu. Hierfür nehme ich zunächst 140 Gramm sehr weiche Butter, 75 Gramm Puderzucker, ein Päckchen Vanillinzucker und etwas Zitronenabrieb und mische die Zutaten gründlich durch. Dann gebe ich 2 Eier hinzu und verrühre die Zutaten zu einer schaumigen Masse. Jetzt mische ich noch 200 Gramm Mehl mit 2 Teelöffel Backpulver und mische es kurz unter die restlichen Zutaten. Damit der Kuchen gut aufgeht, sollte er nach der Zugabe des Mehls möglichst nur noch kurz gerührt und zügig gebacken werden. Je nachdem, wie groß die verwendeten Eier sind, gebe ich jetzt noch 2 bis 3 Esslöffel Joghurt hinzu und mische alles noch einmal kurz durch. Auf dem Rührteig verteile ich nun die vorbereiteten Pflaumen und die Streusel und backe den Kuchen im vorgeheizten Backofen etwa 50 Minuten.
Je nach Backofen können die Backtemperatur und die Backzeit leicht abweichen. Deshalb solltet ihr nach etwa 50 Minuten unbedingt eine Stäbchenprobe machen. Wenn kein Teig am Stäbchen kleben bleibt, ist der Kuchen fertig. Wer möchte, kann den Zwetschgenkuchen nach dem Abkühlen noch mit etwas Puderzucker bestreuen. Ich serviere ihn heute mit einem Tupfer Schlagsahne. Ganz gut dazu passt aber auch eine Kugel Vanilleeis. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr leckere Rezepte von mir sehen wollt, dann schaut doch einfach mal hier in die Playlist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!